Alle Bauteile eines Fahrzeuges werden beim täglichen Einsatz hoch belastet. Zusätzlich zur mechanischen Belastung sind zahlreiche Teile noch Witterungseinflüssen ausgesetzt. Bei Offenfahrzeugen wie dem 911 Targa trifft dies vor allem auf Dichtungen am Dach, im Türbereich sowie am Sitz der Scheiben zu. Eine der unangenehmen Folgen von Abnutzungserscheinungen und losen oder beschädigten Dichtungen ist Wassereintritt in das Innere des Fahrzeugs. Unter ungünstigen Straßenverhältnissen entstehen störende Geräusche, die nicht mehr zu überhören sind. Und bei höheren Geschwindigkeiten treten außerdem starke Windgeräusche auf. Dieser Film zeigt das fachgerechte Vorgehen zum Finden der Ursachen, die nötigen Einstellarbeiten im Karosseriebereich sowie das Auswechseln von Dichtungen und Nacharbeiten. Undichtigkeiten treten auf an der Sturzbügeldichtung, Dachrahmendichtung sowie an der Vorderwanddichtung und der Stufenbrücke. In dieser Videoinformation werden die Arbeiten kurz aufgezeigt. Weitere Hinweise bietet die Porsche Service Literatur. Die Sichtprüfung beginnt mit der Vorderwanddichtung. An den Übergängen von Vorderwanddichtung zur Dachrahmendichtung und entlang der Dachrahmendichtung sowie Sturzbügeldichtung zur Türdichtung wird auf festen Sitz, auf Ablösungen, sichtbare Beschädigungen oder Verformungen geachtet. Mit einem Papierstreifen wird der Anpressdruck im Bereich der A-Säule, der Türscheibe im vorderen und hinteren Abschnitt und der B-Säule kontrolliert. Kann das Papier ohne Widerstand herausgezogen werden, ist der Anpressdruck zu gering. Am hinteren und vorderen Dachabschluss sind Höhenunterschiede deutlich zu erkennen. Die Türscheibe darf zum Türfensterrahmen nicht überstehen. Hier ist ein deutlicher Versatz zu sehen. Die Übergänge der Stufenbrücke zum Türfensterrahmen und zur Tür sollen möglichst ohne Absatz verlaufen. Bis zum Modelljahr 85 wurde eine Vorderwanddichtung mit Formteil verbaut. Das Formteil muss an der Türoberkante ohne Spalt dicht anliegen. Das Dach wird mit der Oberseite auf einer weichen und sauberen Unterlage abgelegt. Am Fahrzeug werden dann die Schlosskulissen vorne, die seitlichen Abdeckungen und die Vorderwanddichtung im Dachauflagebereich überprüft. Der Übergang von Türdichtung zur Sturzbügeldichtung sowie die Dichtung im Bereich der Befestigung für den Grundträger des Dachtransportsystems, das elastische Dachlager zur Aufnahme des hinteren Fixierzapfens und die Sturzbügeldichtung im Dachauflagebereich werden auf Beschädigungen kontrolliert, ebenso das mittlere Dachlager. Vorderwanddichtung und Türdichtung müssen sauber verklebt sein. Ebenso muss die Türdichtung vom A-Säulenbereich über den gesamten Verlauf des Türschwellers eine korrekte Verklebung ohne Ablösungen und Beschädigungen aufweisen. Das Dachverriegelungssystem wurde mit Modelljahr 86 geändert. Geprüft werden der Verriegelungsmechanismus, der vordere Fixierzapfen, die Verklebung der Dachrahmendichtung vorne, der seitliche Verlauf der Dachrahmendichtung, die hintere Verklebung, der hintere Fixierzapfen und der mittlere Führungszapfen.
Locker sitzende Riegel am vorderen oder hinteren Dachrahmen sind häufig Ursache für Klappergeräusche. Zum Einstellen der Riegel wird das Dach entspannt. Die entsprechenden Riegel werden gelöst, neu ausgerichtet und festgeschraubt. Dies gilt auch für die vorderen Riegel. Dann wird der Dachrahmen wieder gespannt und auf festen Sitz kontrolliert. Mit dem neuen Verriegelungssystem ab Modelljahr 86 haben die Riegel am vorderen und hinteren Dachrahmen zusätzlich Federklammern erhalten. Zur Abhilfe bei Klappergeräuschen können diese Federklammern in ältere Fahrzeuge nachgerüstet werden. Der äußere Dachbezug bildet durch kräftiges Zusammenschieben Falten. Bei wärmeren Temperaturen kommt es zu größerer Faltenbildung. Ist diese zu stark, kann der Dachbezug nachgespannt werden. Eine fehlerhafte Abdichtung der Regenrinne führt zu Wassereintritt. Das Anpassen der Dichtung ermöglichen Langlöcher. Zur Verdeutlichung der Übergänge ist die Dachrahmendichtung am Fahrzeug aufgelegt. Der Verlauf der Dachrahmendichtung darf die Sturzbügeldichtung nicht überschneiden. Die Dachrahmendichtung wird aufgesetzt und befestigt. Das hintere Abschlussstück der Dachrahmendichtung wird für einen guten Übergang zur Sturzbügeldichtung mit dauerelastischem Kitt unterlegt und angedrückt. Dann wird es mit Sekundenkleber verklebt. Am vorderen Abschlussstück wird ebenfalls Sekundenkleber aufgetragen. Mit einem Spachtel wird es in Position gebracht und in dieser Stellung einige Sekunden festgehalten. An dem elastischen Dachlager kann bei einem zu hoch stehenden Dach ein Hartgummistück zwischen Lager und Sturzbügeldichtung eingeschoben werden. Dadurch nimmt das Dach die richtige Position ein. Für Einstellarbeiten im Türbereich sind Türgarnierleiste und Türverkleidung zu demontieren. Hier wird die Lage der Befestigungsschrauben des Türfensterrahmens gezeigt. Am unteren Haltewinkel des Türfensterrahmens kann zusätzlich zur Höheneinstellung durch das Beilegen von Scheiben der Anpressdruck gegen die Dichtungen erhöht werden. Steht die Türscheibe zum Türfensterrahmen zu hoch, muss der durch diese Aussparung im Türinnenblech zugängliche Anschlagwinkel eingestellt werden. Nach korrekter Einstellung wird die M8-Schraube des Anschlagwinkels mit 23 Newtonmeter angezogen. Mit einer Blockierschraube kann am Türfensterheber bei älteren Fahrzeugen der Anschlagwinkel zusätzlich gesichert werden. Über die Befestigungsschraube der Fensterhebeschiene werden Neigung und auch Höhe der Türscheibe eingestellt. Nach Einstellarbeiten oder bei losem Sitz muss die Stufenbrücke befestigt werden. Sie wird gereinigt, eventuell entgratet und der Absatz am Türfensterrahmen mit Kitt ausgeglichen. Unter Verwendung von Regenleistenzement wird die Stufenbrücke verklebt und für kurze Zeit in Einbaulage gehalten. Das Einsetzen der Vorderwanddichtung beginnt mit dem Reinigen des Falzes und der neuen Dichtung. Der Klebstoff wird an den Klebeflächen der Dichtung sorgfältig aufgetragen. Überschüssiger Klebstoff muss entfernt werden.
Ebenso ist der Karosseriefalz der Vorderwand mit Klebstoff zu bestreichen. Grundsätzlich wird mit dem Einsetzen der Vorderwanddichtung an der oberen Ecke begonnen. Im weiteren Verlauf der Vorderwand wird die Dichtung nur provisorisch angedrückt und mit dem Türfensterrahmen in der richtigen Einbaulage gehalten. Vor dem Einsetzen der Dichtung in der Mitte der Vorderwand müssen beide Ecken bereits verklebt sein. Dann wird die Dichtung endgültig mit dem Spachtel in die richtige Lage gedrückt. Ab Modelljahr 86 ist eine Zusatzdichtung als Maßnahme gegen Windgeräusche an der Vorderwand eingeklebt. Sie verläuft etwa 5 mm unterhalb der Oberkante und lässt sich auch bei älteren Fahrzeugen nachrüsten. Die mit der Türdichtung bereits verbundene Vorderwanddichtung wird nach dem Auftragen des Klebstoffes in den Falz gedrückt. Türdichtungen mit Schlauchprofil können an das Formteil der Vorderwanddichtung ebenso angepasst werden wie Türdichtungen mit Lippenprofil. Vor dem Einsetzen der Sturzbügeldichtung werden die Aussparungen für die Aufnahme der Schraubenköpfe der Sturzbügelverkleidung sorgfältig mit Kitt ausgelegt. Damit wird vermieden, dass sich in diesen Vertiefungen Wasser sammeln kann. Um das elastische Dachlager wird ebenfalls Kitt gelegt, der in einer Aussparung der Dichtung Platz findet. Auch hier müssen Falz und neue Dichtung gereinigt werden. Dann werden mit Klebstoff der Bereiche um das elastische Dachlager und die Klebeflächen der Sturzbügeldichtung eingestrichen. Mit Hilfe eines Schraubendrehers wird die Dichtung über das elastische Dachlager gestülpt und angedrückt. Die Sturzbügeldichtung besteht aus dem Mittelstück und den B-Säulendichtungen. Die Markierung an der Sturzbügelverkleidung dient als Arbeitshilfe. Sie zeigt den vorherigen Übergang. Mit einer Vorstechahle werden die Aufnahmelöcher für die Plastiknägel in der Dichtung positioniert. Ein Selbstbauwerkzeug und auf die Plastiknägel aufgetragenes Gleitmittel erleichtern das Einsetzen. Die Öffnungen der Plastiknägel werden mit den Abdeckstopfen versehen. Die genaue Passung des Daches wird vor dem weiteren Verkleben der Sturzbügeldichtung überprüft. Sie wird im Bereich der B-Säule mit Klebstoff eingestrichen und in den Karosseriefalz gedrückt. Der Übergang zur Türdichtung muss mit der Tür abschließen. Danach wird die Dichtung endgültig positioniert. Der Abschluss an der Türoberkante muss bündig aufliegen, es darf kein Spalt vorhanden sein. Das in der Schlauchprofildichtung vorhandene Wasserablaufloch muss möglichst tief liegen. Dann wird die Dichtung am Klebefalz des Türausschnittes angelegt, um die richtige Länge zu ermitteln. Die Dichtung wird zugeschnitten und mit der Sturzbügeldichtung verklebt. Türdichtungen mit Lippenprofil werden ebenfalls auf die richtige Länge zugeschnitten. Sie lassen sich genauso exakt an die Sturzbügeldichtung anpassen. Sind Nacharbeiten notwendig, kann ein selbstklebender Moosgummi, der den Anpressdruck zwischen Dichtung und Türrahmen erhöht, zwischen Vorderwand und Vorderwanddichtung eingeklebt werden.
Eine weitere Möglichkeit der Nachbearbeitung ist das Einschieben eines passenden Gummischlauchs in die Türdichtung. Mit einer selbstgefertigten Unterlage lässt sich, wenn notwendig, der Anpressdruck der Dachrahmendichtung zum Türfensterrahmen ebenfalls erhöhen. Nach dem Einsetzen ist dann der Dichtungsverlauf mit Regenleistenzement abzudichten. Dachecke und Regenrinne werden zum Schluss vorsichtig in die richtige Position gebracht. Am Abschluss der Dachrahmendichtung sitzt eine kleine Gummilippe. Eingeklemmt führt sie zu Undichtigkeiten. Korrekt liegt die Gummilippe über der Vorderwanddichtung. Dieser Übergang muss bei jedem Aufsetzen des Daches beachtet werden. Reißt der Papierstreifen ab oder ist nur mit spürbarem Widerstand herauszuziehen, stimmen Passung und Anpressdruck. Zur Erinnerung die Schwerpunkte der gezeigten Arbeiten. Höhenversatz Türscheibe zu Türfensterrahmen. Die Scheibenhöhe muss neu eingestellt werden. Anpassung seitliche Dachrahmendichtung. Die Übergänge sind zu beachten. Gleichmäßige Übergänge an der Stufenbrücke. Das Formteil muss an der Türoberkante dicht anliegen. Übergänge Sturzbügeldichtung zur seitlichen Dachrahmendichtung nicht passend. Die Sturzbügeldichtung ist neu zu positionieren. Dach steht zu hoch. Die Sturzbügeldichtung und die elastischen Dachlager sind zu kontrollieren. Die abschließende Probefahrt zeigt, Wind- und Klappergeräusche sind beseitigt. Auch die Kontrolle in der Waschanlage oder eine Berieselung beweist, es dringt kein Wasser mehr in den Innenraum ein. Eine fachgerechte Pflege und Wartung der Dichtungen und des Daches gewährleisten den Erhalt einer erfolgreichen Reparatur. Viel Erfolg bei der Ausführung der gezeigten Arbeiten wünscht Ihnen Ihre Porsche Kundendienstschule.